So, und hier ist er wieder, unser nächster toller Klassiker von Car Gold Collection. Wir haben hier einen Mercedes SLS AMG. Jetzt muss ich meinen Zettel holen, Moment. Ein Mercedes SLS AMG GT aus dem Jahr 2013 in einem super Zustand, weil er hat nur ganz wenig gelaufen. Das Auto hat jetzt knapp 9000 Kilometer hinter sich und befindet sich wirklich im völlig neuwertigen Zustand. Das Auto hat oder läuft 320 Stundenkilometer schnell, hat 591 PS, also 20 PS mehr als der normale, und die werden gehandelt so preislich um 250.000 Euro. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail bei dem Wagen. Ich setze mich mal hinein. Also jetzt sitze ich in diesem Supersportwagen hier, hat ein Soundsystem, was man hier oben sehen kann. Das gesamte Armaturenbrett ist aus edelstem Leder bezogen. Navigationssystem hat der Wagen auch, hat es natürlich seinerzeit beim 300 SL Flügeltürer so gar nicht gegeben. Das heißt, das ist praktisch eine fantastische Neuauflage vom Original. Und dieser hier, der läuft nicht 250 Stundenkilometer, wie das damals der Fall war, was ein irrer Speed war zu der Zeit, sondern sogar 320, muss man aber sehr, sehr vorsichtig fahren. Jetzt habe ich für euch noch so ein paar Spezifikationen, wie das hier alles funktioniert. Was ihr hier sehen könnt, ist ein Speed-Shift-Getriebe, was also schneller schaltet, weil es ja ein GT ist. Hier ist der Drehknopf für die verschiedenen Fahrsituationen. Dann haben wir hier, also hier ist Motorstart an und aus. Hier weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und das sind härtere Stoßdämpfer. Das heißt also, dass der sich entsprechend abregelt, je nachdem, welche Strecke ihr fahrt. Hier ist das Navigationsmodul zu bedienen. Dann hier oben haben wir die Leiste für Sitzheizung. Man kann den Spoiler außen einfahren, wenn man mal in echten Schwierigkeiten ist. Hier die Alarmanlage, also nicht die Alarmanlage, sondern also das ist hier die Alarmblinkanlage, wenn man mal in Notlage geraten ist oder vielleicht sogar zu schnell gefahren ist und nicht weiterkommt. Das ist Park Distance Control und hier wieder die Sitzheizung. Klimaanlage habe ich ja gesagt, ist vorhanden. Das heißt, das Auto hat also extrem modernes Equipment, was für so einen Sportwagen mit den heutigen PS auch wirklich nötig ist, aber ist eigentlich vom Kleid, was er hat, was man ihm gegeben hat, in Anlehnung an das große Vorbild aus den 50er Jahren, eigentlich ein tolles Auto. Und wenn man sich überlegt, dass das Auto nur einen Bruchteil von einem originalen Flügeltürer kostet, sage ich euch voraus, das Auto wird noch erheblich an Wert gewinnen. Es gibt nämlich nicht viele davon und den hier, den könnt ihr richtig fahren und richtig bewegen. So, für die Freaks, die es interessiert, das ist die Flügeltür, die ich jetzt mal zumache, ist ja völlig unüblich. Ein Dollar-Sound, geschlossen und Fullspeed geben. Übrigens, was den GT ganz besonders unterscheidet von der normalen Ausführung, ist dieses schwarze Rücklicht oder überhaupt diese ganzen schwarzen Accessoires an dem Fahrzeug, wie beispielsweise auch schwarze Spiegel, die wir hier oben sehen können, oder hier vorne die Lufteinlässe sind in schwarz eluxiert, genauso an der Seite mit dem chromfarbenen 6,3 Liter Zeichen. Und auch die Lampen, das heißt die Scheinwerfer in dem Fall, sind etwas dunkler als bei der normalen Version. Wie gesagt, das ist das, was den GT besonders heraushebt. Halt eben dann auch zusätzlich noch die 20 mehr PS wie der normale, womit Sie 320 schnell fahren können. So, jetzt machen wir mal die Motorhaube auf. Das ist natürlich ein wirklich irrer Anblick, alles aus Carbon. Das ist ein Original-Saugmotor noch mit Original 6,3 Litern. Gibt es heute nicht mehr. Heute werden nur noch die 4 aufgepumpten 4-Liter-Maschinen gebaut. Das ist natürlich eine echte Rarität. Übrigens, vom GT hat man nur 500 Fahrzeuge gebaut. Und das ist einer von denen und sicherlich einer der ganz wenigen mit kaum Laufleistung. Also man kann fast sagen, mehr oder weniger ein neuwertiges Fahrzeug. Fantastisch. Jetzt versuche ich die Tür zu schließen und sitze in meinem Supersportwagen. Das ist ein absolut tolles Feeling. Und ich bin ihn ja neulich gefahren. Das Auto braucht keine 5 Sekunden bis 100 und ist einfach ein irrer Sportwagen. Meine Empfehlung. Also liebe Freunde, ich hoffe, wir haben euch jetzt richtig Appetit gemacht auf diesen tollen Supersportwagen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, besucht uns bei Car Gold in Rosenheim, ungefähr eine halbe Stunde südlich von München. Bis zum nächsten Mal. Ciao.